Wenn ich heute noch einmal als Au-pair nach Deutschland gehen würde, würde ich mindestens 5 Dinge komplett anders machen. Und einige davon hätten mir sehr viel Stress, Frustration und ehrlicherweise Ausnutzung erspart. Wenn du darüber nachdenkst, nach Deutschland als Au-pair zu kommen, dann ist dieses Video wirklich wichtig für dich. Ich bin als englische Muttersprachlerin nach Deutschland gekommen. Die Familie wollte, dass die Tochter ihr Englisch mit mir verbessert. Das Problem? Ich wollte mein Deutsch verbessern. Und das klingt erstmal perfekt, war es aber nicht. Als mein Deutsch besser wurde, hat die Tochter das gemerkt. Sie wollte nicht mehr Englisch mit mir sprechen. Kindergehirne sind wie erwachsene Gehirne. Sie sind vor allem effizient. Sie wollen nichts Anstrengendes machen, wenn sie es nicht müssten. Naja, plötzlich durfte ich im Haus kein Deutsch mehr sprechen, nicht mal mit den Eltern, sodass die Tochter vielleicht vergisst, dass ich Deutsch spreche oder einfach allgemein mehr Englisch hört. Das war aber für mich ein Schock, weil ich gemerkt habe, ich bin hier nicht für einen kulturellen Austausch. Ich bin hier als Englisch-Tool. Und das war die Priorität der Eltern. Also nicht, dass wir voneinander lernen und definitiv nicht, dass ich mein Deutsch verbessere. Wenn das also deine Priorität ist, dann würde ich eher eine Familie suchen, die hauptsächlich Betreuung oder kulturellen Austausch sucht und eben nicht sprachlichen Input. Zumindest nicht als Prio Nummer 1. So ist es viel wahrscheinlicher, dass du hauptsächlich Deutsch sprichst. Was ich anders machen würde, Nummer 1. Vorher klären, welche Sprache gesprochen wird. Heute würde ich ganz klar vor dem Start klären, in welchen Situationen darf ich Deutsch sprechen. Ist das erlaubt? Ist das gewünscht? Viele Au-pairs denken, ich lerne Deutsch automatisch. Nein, leider nicht. Du lernst nur Deutsch, wenn du Raum dafür bekommst. Nummer 2, Vertrag und Rechte kennen. Ich habe mich nicht ausreichend mit meinen Rechten beschäftigt und ich war nicht die Einzige. Das war ein Fehler. Es gibt so viele Themen, die vielleicht mündlich abgesprochen werden, wenn überhaupt, und nicht schriftlich im Vertrag festgehalten werden. Die könnte man aber in einem Vertrag festhalten. Zum Beispiel Arbeitszeiten, Freizeit, Taschengeld, Sprachkurs, Öffis-Ticket, Versicherung und so viel mehr. Ich habe damals Dinge akzeptiert, die ich heutzutage nicht mehr akzeptieren würde und die teilweise nicht mal legal waren. Vielleicht sind die Regeln mittlerweile anders, deswegen werde ich nicht genau sagen, aber ich habe auf jeden Fall viel mehr Stunden gearbeitet, als überhaupt in Deutschland erlaubt war. Ich konnte das aber auf gar keinen Fall beweisen, weil ich ja keine Arbeitszeiten in einem Vertrag hatte. Nummer 3, Red Flags erkennen. Meine erste Familie wollte schon am 2. Tag wissen, warum ich noch keine Freunde hatte. Ich war wie viele Au-pairs, gejetlaggt, neu in der Stadt und teilweise emotional überfordert. Und sie haben so getan, als wäre das komisch. Solche kleinen Dinge wirken harmlos, aber sie sind Hinweise, dass das Zusammenleben eventuell nicht so harmonisch bleiben wird. Hier sind ein paar Red Flags. Wenn deine Privatsphäre nicht respektiert wird, wenn du dich rechtfertigen musst für deine Persönlichkeit oder für das, was du in der Freizeit machst, wenn du Schuldgefühle bekommst, wenn deine Freizeit, also deine freien Zeiten, nicht akzeptiert wird. Nummer 4, Ehrenamt. Mein größter Gamechanger.
Was mein Deutsch in meinem Au-pair-Jahr wirklich verbessert hat, war nicht die Gastfamilie und auch nicht der Sprachkurs. Es war mein Ehrenamt im Altenheim. Dort habe ich echtes Deutsch gehört, inklusive verschiedener Dialekte. Ich habe auch laut und deutlich sprechen müssen. So muss man ja mit alten Menschen sprechen. Und das Wichtigste, dort habe ich mich integriert gefühlt. Ich habe etwas Gutes getan mit anderen Deutschen, hauptsächlich in Deutschland auf Deutsch. Und das war echt einfach schön. Sowas hätte ich mir von Tag 1 gesucht und nicht erst Wochen oder Monate später. Nummer 5. Ein Kind versus mehrere Kinder. Man denkt vielleicht, ein Kind ist einfacher. Aber wenn eine Familie mit nur einem Kind nach einem Au-pair sucht, kann das bedeuten, dass es doch Schwierigkeiten gibt oder einfach, dass sie sehr hohe Erwartungen haben. So war das bei der Familie, die mich gewählt hat, weil ich Englisch spreche. Und da haben sie ja erwartet, sozusagen, dass ich nicht nur Au-pair und Babysitterin und so weiter bin, aber auch, dass ich fast Englischlehrerin war. Das war ich aber zu der Zeit nicht. Mittlerweile schon, weil es mir tatsächlich Spaß gemacht hat, wenn es mal geklappt hat. Und ich mir dachte, okay, ich will lernen, wie das wirklich geht. Aber zurück zum Thema. Mehrere Kinder haben auch andere Vorteile. Mehr Dynamik, weniger Fokus nur auf dich, weil es einfach mehr Menschen im Raum gibt, im Haus sozusagen. Und oft weniger Druck. In meiner zweiten Familie hatte ich eben mehrere Gastkinder. Das ist ein guter Punkt. Lass uns doch mal Nummer 6 machen. Familie wechseln. Ganz wichtig. Ich habe die Familie gewechselt. Das ist kein Scheitern. Das ist Selbstschutz. Nicht jede Familie sollte ein Au-pair haben, aber manchmal ist es nicht so schlimm, aber die Familie passt einfach nicht zu dir. Das ist auch in Ordnung. Viele Au-pairs, die ich aus der Zeit kannte, blieben zu lange. Ohne Vertrag, auch nach mehreren Red Flags, weil sie sich schuldig fühlen. Das war bei meiner ersten Familie auch so. Ich wollte für die Tochter da sein, aber es herrschte eine komische Dynamik in der Familie. Und im Nachhinein kann ich das viel besser einordnen. Ich glaube, mein Jahr wäre aber besser gewesen, wenn ich früher gewechselt hätte. Und als Au-pair wirst du kein trauriges Kind retten können. Du kannst und solltest nicht die Hauptbezugsperson für dieses Kind werden. Insbesondere, weil du einfach spätestens nach einem Jahr weg sein wirst. Trotz allem bereue ich mein Au-pair-Jahr nicht. Es hat mich selbstbewusster gemacht, sprachlich stärker gemacht und klarer in meinen Grenzen gemacht. Ich würde aber heute strategischer und informierter starten. Wenn du bestimmte Fragen zum Thema Au-pair hast, dann schreibe sie gerne in die Kommentare. Vielleicht beantworte ich deine Frage im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.